Hallo! Nachdem das Video, wo ich euch Einblick in meine Kameratasche gebe, so gut angekommen ist, kommt hier nun der versprochene zweite Teil. Ich werde euch alle Lichtformer und Blitze zeigen, die in meinem Schrank sind, wer meine Lieblinge sind und welche da eher so ein bisschen verstauben. Es handelt sich um unbezahlte Werbung. Ich habe alle Produkte von meinem eigenen Geld gekauft. Ich werde sie euch in der Infobox verlinken. Zur Transparenz, es handelt sich dabei um Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr ein Produkt darüber kauft, dann zahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich bekomme eine kleine Provision, die postwendend in neuen Content für euch fließt. Und nun geht's los! Hallo, mein Name ist Tanja. Ich bin Porträt- und Produktfotografin und heute entführe ich euch in mein Allerheiligstes. Ich werde euch zeigen, welche Blitze und Lichtformer ich verwende, und zu den Lichtformern werde ich euch auch immer Bilder einblenden, die damit entstanden sind, damit ihr einen besseren Überblick bekommt. Und nun legen wir los mit den Blitzen. Als allererstes kommt mein meistgenutzter Blitz, der Alltagsheld in meinem Studio, und zwar der Godox SK400 Mark II. Ich habe ihn jetzt seit 1,5 Jahren und er macht alles mit, was ich von ihm verlange. Er hat aber auch natürlich ein paar kleinere Eigenheiten. Und zwar lässt er sich nicht gut runterregulieren, was in meinem kleinen Wohnzimmer-Setup häufig schwierig ist. Und er ist recht sperrig. Aber sonst ist er eigentlich tipptopp. Ich habe auch noch eine ausführliche Review mit ihm erstellt. Das heißt, falls ihr interessiert seid, könnt ihr euch die im Anschluss angucken. Als zweites zeige ich euch den Blitz, der am wenigsten genutzt ist. Und das ist der kleine Godox TT 350. Den habe ich mir damals mit meiner Einstiegskamera der Canon N50 gekauft. Es ist nicht sein Fehler, dass er nicht benutzt wird. Ich habe ihn irgendwann verstellt und ich kriege den jetzt nicht mehr mit dem Godox Transmitter verbunden. Wahrscheinlich müsste ich mich einfach nur mal in Ruhe damit auseinandersetzen. Aber weil ich die anderen Blitze habe, habe ich es nicht getan und somit verstaubt er. Und als drittes kommen wir zu einer ganz klaren Kaufempfehlung, der Godox V1. Ich habe ihn jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren und liebe diesen kleinen Blitz. Er ist absolut handlich, flexibel und für mein kleines Wohnzimmer-Setup hat er auch ausreichend Power. Einziger kleiner Nachteil ist, dass mittlerweile die Recycling-Time ein bisschen schwächelt. Kann aber auch daran liegen, dass der Akku vielleicht nicht mehr taufrisch ist. Ich benutze ihn immer noch regelmäßig als Fülllicht, als Hauptlicht auch mal, aber seltener, weil ich einfach jetzt bessere Blitze habe mit mehr Power und deswegen dann die Recycling-Time deutlich besser ist, weil ich sie nicht auf voller Power nutzen muss. Als letztes kommen wir zu meiner neuesten Anschaffung, der Godox AD 200 Pro. Und was soll ich euch sagen, ich liebe ihn. Er ist definitiv deutlich handlicher als der Godox SK400 Mark II und er lässt sich weit genug runterregulieren, sodass ich genau so viel Licht habe, wie ich brauche in meinem Wohnzimmer. Und er hat viel mehr Power als der V1. Also im Grunde genommen ist er der perfekte Hybrid. Wenn ihr wollt, dass ich auch mal eine Review zu ihm schreibe, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Dann würde ich mich dran setzen. Und nun kommen wir zu den Lichtformern. Ich werde wie versprochen immer Porträts einblenden, die damit entstanden sind. Als erstes kommt mein treuester Begleiter und der meistgenutzte Lichtformer. Und das ist der Reflexion mit 1,9 Meter Durchmesser und Diffusionstuch. Er ist nicht nur mein meistgenutzter Lichtformer, sondern auch mein günstigster. Und was soll ich euch sagen? Er ist super leicht, schnell aufgebaut und gibt tolles Licht. Wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum ich immer wieder dazu greife, weil ich einfach super viel Übung habe. Und gerade wenn die Zeit drängt, wird man bequem und schnappt sich das, wo man weiß, dass es funktioniert. Und als nächstes kommen wir zu den am wenigsten genutzten Lichtformern. Dieser Platz wird von 2 Lichtformern vertreten. Fangen wir mit Nummer 1 an. Das ist der 80 cm große Durchlichtschirm. Den hatte ich mir damals ganz am Anfang mit so einem Amazon Fotoheimstudio gekauft und tatsächlich nur einmal benutzt. Ich hatte den bei einem Nachtshooting dabei, weil er super handlich ist. Zu Hause verwende ich den aber gar nicht, weil einfach das Licht unkontrolliert abgegeben wird und bei mir natürlich an den Decken und an den weißen Wänden reflektiert. Und ich persönlich habe lieber etwas mehr Kontrolle über das Licht, aber grundsätzlich ist der nicht schlecht. An dritter Stelle haben wir einen relativ neuen, aber super oft genutzten Lichtformer. Das ist auch zugegebenermaßen quasi mein kleiner Liebling und das ist der 41 cm große Beauty Dish mit Diffusionstuch und Grid. Er ist einfach mega wandelbar. Ob Beauty oder dramatische Porträts, man kann alles mit ihm machen. Bisher habe ich nur Pluspunkte, noch keinen Minuspunkt entdeckt. Aber ich muss zugeben, ich habe den jetzt, glaube ich, erst seit ein paar Monaten.
Und nun sind wir schon über die Hälfte des Videos. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr mir ein Like, Kommentar oder Abo dalässt. Und nun geht's weiter. Und nun kommen wir zu einem weiteren Lichtformer, der tatsächlich bisher auch nur einmal verwendet wurde. Und zwar ist es der Reflexschirm von 1,20 Meter Durchmesser mit Silberbeschichtung. Ich habe den für ein Beauty-Shooting verwendet und ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, warum ich den seitdem nicht nochmal verwendet habe. Wahrscheinlich, weil ich einfach so viele habe und dann immer zu denen greife, wo ich weiß, dass die gut funktionieren. Da habe ich doch eine spontane Idee. Was haltet ihr davon, wenn ich ein Video mache, in dem ich mich selber challenge und die am wenigsten genutzten Lichtformen in einem Shooting einsetze? Was haltet ihr davon? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Als nächstes kommt die parabolische Octabox mit 90 cm Durchmesser. Das Licht, was diese Softbox produziert, ist perfekt. Durch die 2 Diffusionsschichten hat man richtig weiches Licht. Nachteil dieser Octabox ist, dass sie durch die parabolische Form sehr groß und sperrig ist. Ich habe hier sehr niedrige Decken und deswegen kann ich sie leider nicht ganz so oft einsetzen, wie ich gerne würde. Aber wenn ich sie einsetze, ist sie immer unschlagbar. Als nächstes kommen wir zu einer wieder sehr wenig genutzten Softbox. Und zwar ist es die 40 x 40 cm Softbox. Die habe ich tatsächlich nur 2-3 Mal genutzt. Ich kann euch auch gar nicht sagen, warum ich sie so wenig genutzt habe. Vermutlich, weil ein paar Wochen danach ich mir den 1,9 Meter großen Reflexschirm gekauft habe. Und ja, seitdem verstaubt die leider im Schrank. Aber ich müsste die auch mal wieder rausholen. Ich glaube, die ist gar nicht mal so schlecht. So, und als nächstes haben wir eine relativ neue Anschaffung, die aber auch richtig butterweiches Licht ergibt. Und zwar ist es der Reflexschirm mit weißer Beschichtung und 1,60 Meter Durchmesser und zusätzlichem Diffusionstuch. Das Ergebnis ist wirklich allein durch die Größe schon sehr weich. Man hat quasi fast Fensterlicht auf Kommando. Nachteil ist die Größe. Da kann aber die Softbox nicht dafür, dass ich so ein kleines Wohnzimmer habe. Ich benutze sie super gerne als Hauptlicht oder auch als Fülllicht. Und als letztes kommen wir zu diesem kleinen hier. Das ist der Domdiffusor für den Godox V1. Den habe ich tatsächlich auch nur einmal benutzt und zwar ganz am Anfang meiner Fotoreise bei dem Nachtshooting, wo ich auch den Durchlichtschirm benutzt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, den müsste ich auch mal austesten. Vermutlich kann der auch wieder tolle Ergebnisse erzielen. Ich muss einfach mich mal dran setzen, würde ich sagen. Und nun habt ihr gesehen, was so alles in meinem Schrank vorhanden ist. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diese Lichtformer einsetze, klickt einfach auf die verlinkten Videos. Bye!